Grüß euch und Servus zur 46. Ja, und eigentlich war das Auto ja noch hinterm Hindernis und ich hätte Vorfahrt gehabt, aber immerhin hat's das gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann, was jetzt nicht heißen muss, dass ich mich da jetzt trotzdem nur aus Trotz irgendwie durchbarzen muss. Ab einem gewissen Alter sollte man sein Auto nicht mehr bewegen. In so einem Moment bin ich echt froh, wenn der Hund an der Leine ist und die Hundehalterin einen Hund auch wirklich hält. Freihändig Radl fahren und dabei auch noch telefonieren. Ja, was soll schon schief gehen, gell? Da war er ja bestimmt im toten Winkel, also die Windschutzscheiben, da kann man einfach nicht durchschauen. Und ein paar Meter weiter wird einfach ohne Schauen quer über die Straße laufen, aber hey, Krücken hat er ja immerhin schon mal dabei, der ist vorbereitet. Warum? Für den guten Ruf der Firma war natürlich ein Firmenfahrzeug. Warum? Ach komm on. Halt doch einfach Abstand, da vorne ist sowieso rot. Und mit der Aktion ist er jetzt auch richtig weit gekommen. Unter gewissen Umständen darf man als Radler am Ampelstau vorbeifahren, das stimmt, aber doch nicht so. Fahr heute nur ein bisschen dichter auf. Gibt's ja nicht. Ja, bloß nicht zu früh Abstand heute. Jetzt klang's langsam. Seid ihr denn alle Knete? Jetzt hast du Glück gehabt. Bei der Kutte. Und jetzt noch eine kleine Bitte in eigener Sache, wenn ihr schon zu uns kommt, zum Wandern, zum Spazierengehen, was auch immer, und ihr unbedingt mit dem Auto kommen müsst, dann parkt's bitte nicht auf die Feldwege. Es gibt da Leute, die müssen da arbeiten oder die wollen auch ihre Freizeit ohne Autos genießen. Im Ort gibt's auch durchaus auch ausgewiesene Parkplätze. Und wenn ihr dann heimfahrt, dann tut's bitte nicht so, als wärt ihr die einzigen Verkehrsteilnehmer. Da sind wir ja weit gekommen. Hat's ja richtig gebracht. Also quer über die Wiesen fahren, darauf war er jetzt nicht vorbereitet. Und ob man mit denen überhaupt im Straßenverkehr mitfahren darf, das weiß ich grad gar nicht. Ich glaub's aber eher nicht. Aber jetzt hat mal wieder was Positives zur Abwechslung, richtiges Überholen. Man fährt nicht dicht auf, man schaut, beobachtet den Verkehr, schaut in die Spiegel, setzt den Blinker und fährt, wenn's frei ist, sicher vorbei.
Es kann durchaus einmal passieren, dass man dann einmal nicht überholen kann, dann tut's auch keinen Abbruch, wenn man mal dahinter wartet, besonders wenn man weiß, dass man die nächste rechts abbiegen muss. Leider war's das jetzt auch schon wieder mit den Positivbeispielen. Doch nicht so knapp vorbei. Warum? Rechts am Parkplatz frei? Na, ich stell mich lieber auf den Gehweg. Nur so ein Unding, wenn man aus dem Kreisverkehr fährt, dann tut man blinken, die Leute um euch rum bremsen zum Teil bis zum Stillstand, nur weil ihr euch zu bequem seid zum Blinken. Blink doch! Mann, ich bremse wie ein Blöder. Durchgezogene Linie? Ich bin ja bloß ein bisschen drüber gefahren. Oder so ähnlich, ich weiß auch nicht, was die Leute dabei denken. Naja, was soll's, für heute mach ich mal wieder Schluss, langt schon wieder. Bis zum nächsten Mal, fahrt's vorsichtig und pfiat euch. Knapp 40 am Tor,